Schön, dass ihr alle da seid. Heute sprechen wir über Müdigkeit. Warum sind wir so häufig müde, sogar nach einer Pause? Das Thema begleitet viele Menschen jeden Tag. Darum wollen wir es in Ruhe erkunden. Ja, diese Frage höre ich oft. Freunde, Kollegen, sogar Kinder sagen, sie sind müde. Mich fasziniert, dass Müdigkeit so alltäglich geworden ist. Heute Morgen bin ich früh aufgestanden. Trotz 8 Stunden Schlaf war ich müde. Kennst du das? Absolut. Gestern schlief ich sogar 9 Stunden. Trotzdem fühlte ich mich beim Aufstehen wie Beton. Es war seltsam. Mein Kopf war langsam, meine Augen schwer. Manchmal glaube ich, Müdigkeit hat viele Formen. Es gibt das sanfte, gemütliche Müde. Dann gibt es das harte, lähmende Müde. Beide fühlen sich unterschiedlich an. Stimmt. Ich erinnere mich an Kindheitstage. Dort war Müdigkeit oft ein schönes Signal. Spiel beendet. Jetzt kuscheln, jetzt schlafen. Heute wirkt Müdigkeit oft wie ein Problem. Ja, vielleicht weil wir viele Aufgaben haben. Wir wollen fit wirken, produktiv sein. Müdigkeit passt nicht ins Bild. Genau. Dabei braucht der Körper Pausen. Er sagt mit Müdigkeit: Bitte langsamer. Ich vergesse das oft. Ich auch. Gestern ignorierte ich mein Gähnen. Ich machte weiter am Computer und später war ich völlig leer. Wie hast du dich dann gefühlt, als du endlich Pause machtest? Kam Energie zurück? Ein wenig. Ich legte mich 10 Minuten aufs Sofa. Die Augen zu, nichts tun. Danach war mein Kopf klarer. Doch die Grundmüdigkeit blieb. Sie war leiser, aber noch da. Interessant. Mir hilft manchmal frische Luft. Ein kurzer Spaziergang um den Block. Danach fühlen sich meine Augen wach an. Kennst du das? Ja, auf jeden Fall. Ich öffne oft das Fenster und atme tief. Das hilft kurz. Aber es ersetzt keinen Schlaf. Da hast du recht. Schlaf bleibt die beste Medizin. Doch viele finden keinen guten Rhythmus. Darüber sprechen wir gleich. Genau, das passt gut. Vielleicht entdecken wir kleine Ideen. Doch zuerst möchte ich die Hörer fragen. Wann fühlt ihr euch am müdesten? Morgens, mittags oder spät in der Nacht? Gute Frage. Schreibt es uns. Wir sind neugierig. Vielleicht sammeln wir Muster. Markus, wie fühlst du dich jetzt gerade? Ich spüre leichte Mittagsmüdigkeit. Meine Stimme will trotzdem reden. Das ist Podcast-Energie. Sie kommt oft, obwohl der Körper müde ist. Kennst du das Gefühl auf der Bühne? Total. Adrenalin hilft kurz. Danach kommt das Tal. Also trinken wir später Tee. Aber jetzt reden wir weiter über vertraute Müdigkeit. Ja. Lass uns zurückgehen zu dem Gefühl nach dem Aufstehen. Dieses erste Signal sagt oft viel. Manchmal stehe ich auf und weiß sofort, heute wird schwer, obwohl der Tag noch jung ist. Ich kenne das. Der Körper spricht früh. Wir hören oft nicht zu. Darüber sollten wir mehr sprechen. Aber vielleicht im nächsten Abschnitt. Wir haben das erste Bild der Müdigkeit gemalt. Es fühlt sich vertraut an. Ja, es begleitet uns wie ein leiser Freund. Nicht immer willkommen, aber immer da. So, wir kommen zu unseren Gewohnheiten. Was machst du morgens zuerst, Sarah? Ich stehe langsam auf, öffne das Fenster und lasse frische Luft herein. Das ist mein Start. Klingt gut. Ich springe oft direkt unter die Dusche. Das kalte Wasser weckt mich sehr. Duschen hilft, ja. Danach trinke ich warmes Wasser mit Zitrone. Ich habe das von einer Freundin gelernt. Spannend. Ich trinke erst Kaffee. Ohne Kaffee fehlt mir Schwung.
Vielleicht sollte ich auch Wasser probieren. Probier es ruhig. Manchmal reicht einfach warmes Wasser. Danach esse ich Haferflocken mit Obst. Das hält lange satt. Bei mir gibt es Brot mit Käse. Nicht sehr kreativ, aber lecker. Später merke ich, dass ich schneller Hunger bekomme. Vielleicht hilft mehr Protein, aber jeder Körper reagiert anders. Ich habe Jahre gebraucht, um meinen Rhythmus zu finden. Stimmt. Früher aß ich spät am Abend. Dann schlief ich schlecht. Jetzt esse ich spätestens um 8. Das kenne ich. Schwere Mahlzeiten liegen lange im Magen. Ein leichter Snack hilft oft besser. Wir reden viel über Essen. Aber Bewegung ist auch wichtig. Ich fahre mit dem Rad zur Arbeit. Super. Ich gehe meistens zu Fuß zum Bus. Das sind 10 Minuten. Nicht viel, aber besser als nichts. Am Mittag versuche ich, kurz zu dehnen. Zum Beispiel Schulterkreisen. 5 Minuten bringen mir neue Energie. Ich mache manchmal eine kleine Yoga-Pause. Ich folge einem einfachen Video. Danach fühlt sich mein Rücken locker an. Liebe Zuhörer, habt ihr Mini-Übungen im Büro? Schreibt uns eure Tipps. Wir sammeln gern Ideen. Ein weiterer Punkt ist Licht. Im Winter fehlt oft Sonne. Ich sitze dann nah am Fenster, wenn möglich. Ich habe eine kleine Tageslichtlampe. Morgens stelle ich sie neben meinen Laptop. Sie hilft mir, wach zu bleiben. Das wollte ich auch kaufen. Viele schwören darauf. Vielleicht probiere ich es bald. Kommen wir zu Pausen. Ich nutze die Technik 50 Minuten Arbeit, 10 Minuten Pause. Danach starte ich erneut. Ich mache etwas Ähnliches. Ich setze einen Wecker, stehe auf, strecke mich, trinke etwas, dann weiter. Früher arbeitete ich 3 Stunden ohne Stopp. Danach war ich ausgebrannt. Kleine Pausen verhindern diese tiefe Müdigkeit. Ich erinnere mich an ein Projekt vor Jahren. Wir arbeiteten Tag und Nacht. Kaffee ersetzte Schlaf. Am Ende waren wir alle krank. Seitdem plane ich Pausen fest ein. Es ist kein Luxus, sondern nötig. Danke fürs Teilen. Solche Erinnerungen zeigen, wie wichtig Balance ist. Hast du auch deine Schlafgewohnheiten geändert? Ja. Ich gehe nun fast immer um 10:30 ins Bett. Vorher lege ich das Handy weg. Ich versuche 1 Stunde vor dem Schlafen keine Bildschirme mehr zu sehen. Klappt nicht jeden Tag. Niemand ist perfekt. Wichtig ist der Versuch. Manchmal lese ich ein Buch. Dann werde ich ruhig. Auch Musik kann helfen. Ich höre leise Klavierstücke. Dabei gleite ich schnell in den Schlaf. Liebe Leute da draußen, was hilft euch beim Einschlafen? Schreibt uns bitte. Wir lernen alle gern voneinander. Wir sehen, kleine Anpassungen machen einen Unterschied. Manche wirken sofort, andere erst nach Wochen. Ja, und jeder Weg ist persönlich. Es gibt kein Rezept für alle. Das entspannt mich. Damit endet unser Blick auf Gewohnheiten. Gleich sprechen wir, was andere Menschen über Müdigkeit sagen. Jetzt schauen wir auf die Stimmen unserer Freunde, Kollegen und Nachbarn. Was hören wir oft? Ein Kollege sagt jeden Morgen, brauche 3 Kaffee, sonst bin ich unbrauchbar. Dieser Satz bleibt hängen. Ja, das kenne ich. Eine Freundin ruft: Ich funktioniere erst nach 10 Uhr richtig. Klingt vertraut. Ältere Menschen sagen oft, früher hatte ich mehr Kraft. Mein Onkel erzählt, er schlafe kaum seit der Rente. Trotzdem steht er um 5 auf. Interessant.
Meine Tante dagegen schläft 9 Stunden und klagt trotzdem über schwere Lieder. Ich hörte auch, Müdigkeit sitzt im Kopf, nicht im Körper. Findest du das stimmig? Teilweise. Gedanken können müde machen, aber wenn der Körper fehlt, helfen Gedanken wenig. Stimmt. Ein Sportlehrer meinte, beweg dich, dann verschwindet Müdigkeit. Für mich klappt das manchmal. Für mich nur kurz. Danach brauche ich wieder Ruhe. Der Lehrer hat einen anderen Rhythmus. Bei der Arbeit höre ich ständig, ich sollte früher ins Bett. Doch die Serien sind spannend. Oh ja. Viele sagen abends, nur noch eine Folge. Dann wird es Mitternacht. Ein Student erzählte mir, er könne nur nachts lernen. Tagsüber lenke alles ab. Ich war früher ähnlich. Die Nacht war still, kein Telefon, kein Besuch. Meine Großmutter sagt, gehe mit den Hühnern schlafen. Ein schönes Bild, oder? Sehr schön. Es zeigt, dass Licht den Tag bestimmt. Früher gab es weniger Lampen. Ein Kollege nutzt Powernaps. Er schwört auf 20 Minuten um 2 Uhr. Danach sei er frisch. Ich habe das getestet. Nach dem Wecker bin ich manchmal noch benommener. Vielleicht übe ich falsch. Viele Menschen empfehlen Kräutertee, Kamille, Melisse, Lavendel. Trink das, dann schläfst du wie ein Stein. Bei mir hilft Lavendelgeruch im Zimmer. Ich sprühe ein wenig auf das Kissen. Hast du auch negative Ratschläge gehört? So etwas wie reiß dich zusammen? Leider ja. Manche halten Müdigkeit für Faulheit. Das tut weh und hilft niemandem. Genau. Worte können Kraft geben oder nehmen. Ein Chef sagte mal, Schlaf ist für Schwache. Auweh, solche Sätze bleiben lange im Herzen. Sie machen zusätzlichen Druck. Ein Freund aus Spanien meint, wir brauchen Siesta. Dort ist eine Pause normal. In Italien kennen viele die Riposo. Der Laden schließt mittags. Danach arbeiten sie ruhiger. Vielleicht brauchen wir in Deutschland auch flexible Zeiten. Nicht jeder ist morgens Spitzenklasse. Eine Lehrerin erzählte mir, sie starte Unterricht lieber später. Die Kinder seien fokussierter. Spannend. Gleichzeitig beginnen viele Firmen schon um 7. Da entsteht Konflikt. Ich frage mich, ob Zuhörer ähnliche Meinungen gehört haben. Teilt sie gern mit uns. Gute Idee. Manchmal hilft schon Zuhören. Zu wissen, man ist nicht allein, beruhigt. Ja. Wenn ich höre, dass andere auch kämpfen, fühle ich mich verstanden. Worte formen Bilder. Sie können Müdigkeit kleiner oder größer machen. Darum wählen wir heute klare, freundliche Worte. Vielleicht macht das einen winzigen Unterschied. Ich denke, wir haben viele Stimmen gesammelt. Lass uns gleich über Tagesenergie sprechen. Jetzt sprechen wir darüber, wie unsere Energie in einem Tag wandert. Genau, manche Stunden fühlen sich leicht an, andere sind schwer wie Blei. Ich beobachte meinen Körper schon länger. Morgens bin ich langsam, fast träger Nebel. Gegen 9 erwacht mein Kopf. Ideen springen plötzlich wie kleine Vögel. Um 11 sinkt die Kurve wieder etwas. Dann hilft mir ein Apfel und Wasser. Nach dem Mittag kommt häufig ein Tief. Meine Lider wollen sich schließen. Wenn ich dann spazieren gehe, steigt Energie wieder leicht. Am späten Nachmittag fühle ich Balance. Ab 17 Uhr werde ich produktiv. Das hält etwa 2 Stunden. Danach werde ich schnell leer. Der Abend gehört dann nur noch ruhigen Aufgaben. Lesen, leise Musik, vielleicht ein Brettspiel. Spät nachts bin ich nur noch Hülle. Bei mir ist das Muster anders.
Ich wache oft plötzlich mit klaren Augen auf. Die ersten 2 Stunden fliegen. Ich schreibe E-Mails, plane Termine, alles fühlt sich leicht an. Gegen 10 spüre ich ersten Widerstand. Dann koche ich Tee und strecke die Arme. Mittag bringt mir neuen Schwung, wenn ich draußen esse. Danach, so um 2:30, fällt ein Vorhang. Meine Gedanken laufen wie in dicker Suppe. Ein kurzes Nickerchen hilft manchmal. Wenn das nicht geht, höre ich inspirierende Musik. Gegen 5 kommt meine kreative Phase. Ich male, notiere Ideen, telefoniere gern. Später, nach 8, sinkt die Kurve steil. Dann brauche ich Stille und warmes Licht. Um 11 schlafe ich meist ein. Spannend, wir haben verschiedene Spitzen. Glaubst du, Bewusstsein verändert die Kurve? Ich denke ja. Wenn ich den Tiefpunkt erkenne, plane ich leichte Aufgaben. Dann fühle ich mich nicht schuldig. Der Tag bleibt flüssiger. Früher habe ich gegen Müdigkeit gekämpft. Jetzt nehme ich sie als Schild. Sie zeigt mir Grenzen. Das schafft Frieden im Kopf. Ich mag dieses Bild. Müdigkeit als Schild statt Feind. Das klingt freundlich. Ja, und Freundlichkeit zu sich selbst spart Energie. Strenge kostet Kraft. Ich habe vor kurzem ein kleines Heft begonnen. Jede Stunde notiere ich ein Wort zu meinem Zustand. Zum Beispiel klar, schwer, nervös, leicht. Nach einer Woche sehe ich Muster. Montagmorgen steht oft trüb, Donnerstagabend oft wach. Das überrascht mich. Ich dachte immer, Freitag wäre mein bester Tag. Doch die Notizen zeigen etwas anderes. Die Daten helfen, Termine besser zu legen. Wichtige Meetings setze ich nun auf Mittwoch um 10. Dort bin ich laut Liste am hellsten im Kopf. Die Kollegen merken den Unterschied. Das ist eine clevere Methode. Vielleicht probiere ich auch ein Energietagebuch. Liebe Zuhörer, habt ihr schon Energie notiert? Teilt gern eure Erfahrungen. Ich merke Energie oft im Bauch. Wenn ich mich entspannt fühle, atme ich tiefer. In stressigen Stunden sitzt die Luft nur oben. Dann weiß ich, eine Pause ist nötig. Ich stelle mich ans Fenster, lasse Schultern fallen, atme 4-mal ruhig ein und aus. Danach fließt die Luft wieder. Es klingt simpel, doch es funktioniert fast immer. Mir hilft auch Wasser auf dem Gesicht. Ich gehe kurz ins Bad, spritze kaltes Wasser. Das weckt die Haut und die Gedanken. Ein kleiner Reset. Interessant. Geräusche spielen bei mir eine Rolle. Wenn das Büro laut ist, saugt es meine Energie. Dann stecke ich Ohrstöpsel hinein. Plötzlich herrscht Ruhe und mein Kopf kann wieder tanzen. Wie ist es mit Licht am Abend? Wenn das Zimmer zu hell ist, bleibt mein Gehirn wach. Dimme ich das Licht, werde ich ruhiger. Ich benutze kleine Lampen mit warmem Ton. Die Hauptlampe bleibt aus. Manchmal zünde ich eine Kerze an, nur für Atmosphäre. Das Flackern erinnert mich an Lagerfeuer. Sofort senkt sich die Stimme, der Puls wird langsamer. Licht wirkt direkt auf Stimmung. Ein Aspekt finde ich noch spannend. Geräuschlosigkeit kann auch müde machen. Wenn alles still ist, schweifen meine Gedanken und ich werde schwer. Dann spiele ich leises Meeresrauschen. Die gleichmäßigen Wellen geben Rhythmus. Mein Kopf bleibt wach, doch entspannt. So kann ich abends noch lesen, ohne einzuschlafen. Das klingt schön. Ich höre manchmal Regen auf dem Dach. Das Geräusch ist weich. Es deckt andere Töne ab und lässt den Tag leise enden. Welche Klänge helfen euch, liebe Zuhörer? Meer, Regen, Stadtgeräusche? Schreibt uns euren Favoriten. Wir testen gern Neues. Markus, ich merke, wie unser Gespräch meine Aufmerksamkeit schärft.
Während wir reden, beobachte ich meinen Körper. Meine Schultern sind locker, die Stirn weich. Vor einer Stunde fühlte ich Druck. Jetzt ist er weg. Kommunikation scheint auch Energiequelle zu sein. Wenn ich mich verstanden fühle, bekomme ich Auftrieb. Vielleicht geht es den Hörern ähnlich, wenn sie uns zuhören. Das glaube ich auch. Energie ist nicht nur biologisch, sondern auch sozial. Ein freundliches Wort kann besser wirken als Espresso. Manchmal komme ich müde ins Büro. Dann lacht ein Kollege und macht einen kleinen Witz. Plötzlich öffnet sich mein Brustkorb. Ich atme tiefer. Der Tag beginnt neu. Schöne Geschichte. Lachen ist ein kleiner Akku für die Seele. Wir sind nun beim Abend angekommen. Wie fühlt sich Müdigkeit für dich um diese Zeit an, Sarah? Sie ist weicher, fast freundlich. Tagsüber drückt sie, aber abends legt sie sich wie eine Decke auf mich. Schönes Bild. Bei mir wird der Kopf leer. Die Gedanken werden langsam, fast wie Wolken, die ziehen. Ich sitze oft mit einem warmen Getränk am Fenster. Die Stadtlichter glühen und ich spüre, wie mein Körper loslässt. Trinkst du Tee oder Kakao? Meist Kräutertee, Melisse oder Kamille. Süßer Kakao ist für besondere Tage. Und du? Ich mag warme Milch mit Honig. Das erinnert mich an meine Kindheit. Meine Mutter brachte sie mir, wenn ich nicht schlafen konnte. Solche Rituale tragen Ruhe in sich. Ein kleines Signal. Der Tag ist vorbei, jetzt darfst du sinken. Genau. Ich dimme dann das Licht, mache vielleicht eine Kerze an. Das Flackern sagt, langsam, atmen, nichts mehr müssen. Manchmal lese ich ein Gedicht. Ein kurzes, leichtes. Keine großen Romane mehr. Die Augen wären zu schwer. Ich höre Musik mit weichen Tönen. Klavier, ein wenig Cello. Dann spüre ich, wie die Schultern fallen. Interessant ist, dass die Müdigkeit am Abend nicht mehr als Störung kommt. Sie wird Partnerin. Sie zeigt, dass der Tag genug war. Ja, wir kämpfen nicht mehr. Wir akzeptieren. Das bringt Frieden. Vielleicht ist das unser gemeinsamer Nenner. Freundliche Akzeptanz. Wir erkennen Müdigkeit an und geben ihr Raum. Das klingt nach einem guten Schlussgedanken. Soll ich alles kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben? Sehr gern, Markus. Das rundet die Folge schön ab. Dann fasse ich kurz zusammen. Heute haben wir über Müdigkeit gesprochen, die sich vertraut anfühlt. Zuerst haben wir beschrieben, wie sie schon am Morgen da sein kann, obwohl wir eigentlich genug geschlafen haben. Wir haben bemerkt, dass sie verschiedene Formen hat, sanft oder hart, und dass sie uns oft durch den Tag begleitet. Danach ging es um unsere täglichen Gewohnheiten. Wir sprachen über Wasser, Kaffee, Haferflocken, Brot, Radfahren, Yoga und kleine Pausen. Wir merkten, dass jede Person ihren eigenen Rhythmus finden muss. Im dritten Teil hörten wir Sätze von anderen Menschen, Kollegen, Verwandten, Lehrern. Diese Stimmen zeigen, dass Müdigkeit überall Thema ist und viele Meinungen existieren. Im vierten Abschnitt haben wir unsere Energiekurven beobachtet. Ich notiere zum Beispiel jede Stunde ein Wort: Sarah achtet auf die Atmung. Kleine Schritte wie kaltes Wasser, leises Meeresrauschen oder Ohrstöpsel können helfen. Jetzt, im Abend, sehen wir, dass Müdigkeit auch freundlich sein kann. Rituale wie warmes Licht, Tee, Musik oder ein Gedicht verwandeln sie in Ruhe. Wir haben gelernt, nicht immer zu kämpfen, sondern zuzuhören und anzunehmen. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt.
sanfte Aufmerksamkeit für den eigenen Körper und kleine, passende Entscheidungen. So endet unser Gespräch in Gelassenheit und mit einem Gefühl der Verbundenheit. Ich fühle mich jetzt ruhig und zufrieden, Sarah. Unser Gespräch war für mich sehr wertvoll. Mir geht es genauso. Es tat gut, Müdigkeit ohne Eile zu betrachten und dabei neue Bilder zu finden. Besonders das Bild von Müdigkeit als freundliche Decke gefällt mir. Das nehme ich mit in die Nacht. Und ich behalte dein Energietagebuch im Kopf. Vielleicht beginne ich morgen damit und male kleine Symbole. Das klingt schön. Ich bin gespannt, welche Muster du entdecken wirst. Teile sie gern in der nächsten Runde. Sehr gern. Für heute bin ich einfach dankbar. Wir haben ehrlich gesprochen, ohne Druck und ohne schnelle Rezepte. Genau. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr habt etwas Ruhe gespürt, während ihr zugehört habt. Vielleicht konntet ihr sogar schon ein wenig tiefer atmen. Wenn ja, freut uns das sehr. Schreibt uns doch, welche kleinen Rituale euren Abend angenehm machen. Wir sammeln jede Idee mit Freude. Und falls ihr besondere Fragen habt, lasst es uns wissen. Wir greifen sie gern in einer späteren Folge auf. Für heute sagen wir Danke. Danke, dass ihr eure Zeit mit uns geteilt habt und offen für ein ruhiges Thema wart. Es war schön, eure stillen Begleiter zu sein. Bleibt freundlich zu euch selbst, besonders wenn Müdigkeit vorbeischaut. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, Sarah. Deine Gedanken inspirieren mich immer wieder. Danke, Markus. Das Kompliment gebe ich gern zurück. Zusammenarbeit mit dir fühlt sich leicht an. Dann schließen wir den Abend. Passt gut auf euch auf. Schlaft, träumt, sammelt Kraft. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin wünschen wir euch viele ruhige Minuten. Tschüss und gute Nacht.